Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Heute geht es um Features, die wir noch nicht in Warzone haben, aber scheinbar unbedingt brauchen. Dazu schauen wir uns ein Video von Ordinary Plays mal wieder an. Video ist wie immer unten, erster Link verlinkt. Und er covert eben die 5 Must-Have-Features in Warzone, die wir nicht haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, worum es da geht. Ich habe noch nicht durchgeklickt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, es sind so Features wie Custom Games, also private Lobbys, die gibt es per se an sich schon. Aber es gibt keine Möglichkeit, private Spiele speziell einzustellen, besonders für Warzone. Für MW3 gibt es das ungefähr, aber nicht für Warzone. Zum Beispiel, dass man speziellen Ground Loot hat. Also man sagt jetzt seiner Community, hey, wir spielen jetzt nur Sniper und Shotgun die ganze Runde und stellt dann den Ground Loot diesbezüglich ein und stellt auch ein, dass man im Loadout nur Sniper und Shotgun nehmen kann. Weil wenn man diese Settings nicht hat, ist man auf die Vernunft der Leute, die mitspielen, eingestellt. Und das ist, bemerke ich bei mir selber jedes Mal, wenn ich mit meiner Community Custom Games mache und denen sage, hey, wir spielen nur Sniper und Shotgun, spielen unfassbar viele was anderes als Sniper und Shotgun. Deswegen, ja, sowas in die Richtung, da wird es auf jeden Fall drüber gehen und wir schauen uns das Ganze mal an, ich bin sehr gespannt. Remember when Warzone 2 launched and we got proximity chat and it completely changed Warzone forever? Or the introduction of Resurgence? It's kind of hard to imagine the game without these vital features. However, I think there are a handful of key features we are still missing in Warzone. So today I wanted to share with you 5 must-have features in Warzone that we still don't have today. This video is going to focus on quality of life aspects and features more so than like bringing back Rebirth into the game. Save the Lockwood Armory. Share Loadouts with Friends. Oh mein Gott. Ja, sowas in die Richtung, hundertprozentig. Ich war auf dem COD Next Event in San Francisco. Das war so, wir haben MW3 spielen können, noch bevor es alle andere spielen konnten. Da wurde ich von Activision eingeladen. Und da kam die Frage in einem Q&A auf, ob so Waffen-Share-Links kommen werden, wo man einfach nur auf einen Link draufklicken kann. Und dann kommt man direkt zur Waffe oder du gibst einen 7-stelligen Code ein und dann hast du auch direkt die Waffe, um die es geht, die davor als Loadout gespeichert wurde. Und das wurde mit Ja beantwortet, dass es auf jeden Fall in Arbeit ist. Wo ist das? Wo ist es? Wir warten seit Monaten drauf. Genau sowas, wo du jetzt eingibst, du machst dort, du willst eine Lockwood 680 speichern und gibst ein Lockwood 680 V1nKub. Und dann gebe ich das ein und speichere es und ihr, wenn ihr meine Waffe kopieren wollt, gebt dann einfach auch nur ein Lockwood 680 V1nKub und habt direkt die Waffe mit allen Aufsätzen, mit allem drum und dran, mit der Tarnung, mit allem. Boah, sowas wäre geil. Removing skill-based matchmaking. But go ahead and comment a feature you want added to Warzone and let's get started. Did you know that Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops Cold War, and even Call of Duty Online had some version of a theater mode? Not only this, but in Black Ops 4's theater mode, you could also use it in Blackout. Yes, that means Blackout has a theater mode, but Warzone in its 4-year life cycle has never had a theater mode. I truly don't know why this isn't in the game. It's a very simple feature that could go such a long way. Ja gut, dass es Theater-Mode ist, wo du dir so Clips und ganze Games abspeichern kannst und dann die Games nachanalysieren kannst. Okay, ja, ist verständlich. Sowas wäre richtig krass. Damit man so Gameplays von sich halt einfach analysieren kann und schauen, was man falsch gemacht hat, wo die Gegner waren, die einen angeschossen haben, wie man vielleicht hätte rotieren können und sowas. Oder ich schaue mir VODs von anderen Leuten an und reagiere darauf oder sowas. Irgend sowas, ja, safe. Maybe you don't have any type of recording software or capabilities, but you want to have a specific game safe for viewing and published for others to look at. The Black Ops 1 theater mode even allowed you to upload videos to YouTube straight from their website once you've edited and uploaded your footage from your console, which is just crazy. Obviously, technology has come along. Dass man es direkt hochladen kann von Call of Duty auf YouTube. I know this sounds wild, but they could even implement a service to pay like $5 a month to be able to upload your gameplay to a cloud, then download it from their cloud to your desktop phone or laptop to have forever. I seriously think this is something a lot of people would utilize, and it's essentially free money for Raven, which is something they would never turn down. If theater mode would have been around since the launch of Warzone 1, think of all the games you had completely forgotten about that would still be viewable today, but simply are gone forever. Ja, das fühle ich. Ich habe auch so viele Games, die ich gerne wieder schauen würde von Verdansk damals, aber sind halt alle weg. Das ist halt History alles, aber ey, was war geil damals, ehrlich. Gerne übrigens jetzt an dem Punkt noch ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal da lassen, würde mich sehr freuen. Also, I think this would help the whole cheating situation, but more importantly, the shadow ban situation tremendously. The amount of times people get reported over one Killcam, which mind you, the Killcams are super buggy, more on that later, just to get falsely accused of being a cheater is ridiculous. If you really think someone is cheating, just go back to the replay and watch their entire game, and it should be pretty clear if they deserve a report or not. With
the Das theater ist auch mode, so krass. Ja, hundertprozentig. Diese Killcams sind alle so unfassbar verbuggt. Alles viel zu schnell, alles laggy. Also die Killcams sind gar nicht ausschlaggebend darüber, ob jetzt jemand cheatet oder ob jemand nicht cheatet. Und trotzdem wirst du dann halt einfach geshadowbanned, wenn dich jemand zu oft reportet, weil er eben wegen der Killcam glaubt, dass du cheatest. could also create an entire social aspect in Warzone if they would implement some sort of hub where like you can post clips and share gameplay and whatnot, which would add a lot more depth to your friends list. As of right now, all there is your name, your clan tag, your level, your emblem, and your competitive rank. How cool would it be to slap a couple of clips on there for your friends to watch? Oh, Clips wären krass. Dazu noch Clips und dann klickst du einfach nur kurz drauf und dann werden diese 10 Sekunden Clips abgespielt von deinen besten Plays oder sowas. Das wäre cool. Custom Games. Halo has Forge, Battlefield has Portal, even Far Cry had a level editor that was insane. Regardless of what you want to call it, some type of balls to the walls custom games mode would be awesome for Warzone. I know what you're saying, but Sethy, we already have a private match. Which sure, I guess we do, but it's seriously the most underwhelming experience of all time. For starters, du kannst nicht mal, wenn du also ich mache jetzt ein Custom Game und lade meine Community dazu ein. Dann kommen Cheater dazu und pflanzen sich einfach dazu und ich weiß, dass die cheaten. Ich kann sie nicht kicken. Das ist meine private Lobby und ich kann niemanden aus meiner Lobby kicken. Was ist dieses private Lobby-System? Es ist wirklich einfach nur dumm. Ich habe wirklich einen ganzen Stream, ich habe glaube ich 4 Stunden lang habe ich private Lobbys gemacht und es war 4 Stunden lang dieselbe Person drinnen, die sich jede einzelne Runde unter die Map geglitscht hat und ich habe nichts dagegen machen können. Need at least 50 people, which the overwhelming majority of players don't even have 50 on their friends list. And on top of that, you have absolutely zero customization to the game itself. Ja, Basically, gar nichts, the only thing private matches are good for is hosting private tournaments amongst the community and really nothing else. At least let us load in by ourselves to explore a new map or something or look for. Ja, safe. Einfach mal alleine eine private Lobby machen und dann alleine einfach mal durch Ursikstan laufen und einfach mal schauen, was da gibt. Gibt es irgendwelche speziellen Jump-Ups? Gibt es irgendwelche Spots, die noch niemand kennt? Das werden wir nie herausfinden, weil du das nur im Live-Game, in-Game, in Battle Royale machen kannst. Mit 100 weiteren Spielern. Das ist so krass. What I would like Raven to do is let you tweak literally any and all aspects of Warzone to your desire. Not only change the player counts, but the squad sizes, and then get really crazy, like dictate where the circle is closing, or even if it closes at all, create a racetrack, import any and all assets from previous iterations of Warzone and LTM, such as the MRAP, Armored Truck, Juggernaut Armor, and Combat Bow, restrict loadouts or make it so they can only use certain loadouts that you've already created for them. Genau, spezielle Loadouts darfst du nur verwenden. Und aus. Kann ja nicht so schwer sein. Game modes such as infected, change the time of day, increase or decrease health, set spawn points, maybe even tweak the gravity settings too. I don't know. The list could go on and on. This could result in one of the most replayable features we've ever seen in not only Warzone, but COD itself. The things the community could cook up with a level editor like this would be endless. I, for one, am thinking of a game mode where there's like 2 different teams and maybe one team's in a heavy chopper and the other team is in cars and they're trying to make it across the map while the team in the heavy chopper is trying to destroy them from the air. And with the circle restriction slider, you could choose what part of the map this happens at to find an area most optimal for this mode, or recreate classic private matches from the early COD days like Border Patrol or Michael Myers, but on a super large scale. Then create a custom game server browser that gives a brief description of the game mode and how many people have played it, and give like a rating system so you can find out which ones are popular. Maybe you could allow other people to tweak your game mode however they want to as well. I know people like Stone Mountain utilize the private match, but I feel like those modes are kind of just like really scuffed. Like I know someone like Stone Mountain would love to see this feature in Warzone. They could cook up some super fun game modes. I want to keep developing our racetracks, and these rules make more of these, but it's also extremely limiting in what we can do. Give the community some more customization and power is something I don't think any gamer will ever get mad at for you, and it's something that should have been done a long time. Oh, er macht so wirklich so auch Racetrack und alles. Er hat so eingezeichnet, wo die Leute starten. Hier startet man und dann fährt man so um Saya Observatory einfach so herum und da sind die Checkpoints. Das ist ja richtig cool. Shooter Traps, das heißt, da warten dann wirklich einfach Leute auf dich, die dich anschießen wollen. Das ist ja richtig cool. Especially when you consider games like Halo have been doing it for literal decades.
This is another social aspect that would actually be a very small feature, but would be a huge quality of life change to Warzone. We all know that copying someone's loadout is essentially trying to decrypt hieroglyphics, let alone building your own. But what if you could just post your loadout to your profile so your friends could essentially just copy it to their gunsmith immediately, then make any changes they want to make it to fit their own playstyle? I'm not talking about manually copying their loadout either. I mean copying straight to the gunsmith and ready to go. Like I said, this really isn't all that groundbreaking of a change. Das habe ich eben auch gesagt. Das ist so krass. Work alongside the save as custom mod feature, and then just give it a publish to friends option as well while you're saving it. Then maybe whichever loadout you have saved as your favorite is displayed for your friends to see no matter what. I don't know, I think this would just kind of let you skim through your friends list to see what everyone's using, give you more opportunity to find some sleeper builds. I also think this would expedite experimenting with the meta and finding something super niche. Es ist halt auch nervig als Content Creator, wenn du neue Waffen ausprobieren willst. Ich meine, natürlich ist es jetzt besser mit Warzone 3 geworden, sodass du nicht mehr wie in Warzone 2 damals die ganzen Tunings machen musst, aber es ist dennoch ein bisschen nervig, wenn du eine neue Waffe finden willst und dann die ganzen Builds immer nachbauen musst. Du verschwendest immer so viel Zeit, diese ganzen Waffen nachzubauen, die du dann nicht einfach in-game verwenden kannst, um die Waffe einfach zu testen. Stattdessen, du gibst einfach den Code ein oder kopierst den Link, gibst den ein und dann bist du good to go und hast direkt deine Waffe, kannst direkt starten. Das wäre so schön, es wäre wirklich, es wäre insane. Spectating in Warzone has been a tool that's just been damn right neglected since launch. It's always taken forever to go from your death to your teammate's gameplay, which is honestly kind of insulting. I think it's somewhat bound to your system's performance, so if you're on a lower end system, this can actually be advantageous. Why, you might ask? Well, since the time between death and spectating, you just kind of look at your dead body, and sometimes you'll see enemies that you aren't supposed to see, since you're just essentially an invisible camera over your dead body. Das ist auch so dumm. Running this on an original 2013 Xbox One dinosaur, you're going to have more time to gather information to give callouts to your teammates. Now, I know that this is extremely situational, but it certainly isn't out of the ordinary, especially on a map like Vondel where everything is close. Moving forward, let's go ahead and talk about the Killcam, which I think could also use a complete overhaul, starting with it just being overall very clunky and inorganic. A typical Killcam sees frame rate loss and tons of stuttering, which ends up making a lot of Killcams look like you just got melted by a hacker. Kind of like what I was talking about earlier. This has me questioning every Killcam, which has resulted in me in just not reporting anyone since I don't want to get shadow banned for spam. Weil Killcams haben wirklich gar nichts mehr auszusagen. Das ist irgendwie... Jeder sieht aus wie ein Cheater in der Killcam und das ist einfach nicht so, wie es sein sollte. Das muss unbedingt überarbeitet werden. Das Beispiel hat er ja schon mal gezeigt, warte. Das Beispiel hat er schon mal gezeigt. Die Killcam dauert 1 Sekunde 47. 1,5 Sekunden dauert die Killcam. Während der richtige Shot 2 Sekunden 22 gedauert hat. Wo ist da die knappe Sekunde? Wie ist das so verbuggt, dass da fast eine Sekunde fehlt? Wie ist das möglich? Auch sieht halt alles aus wie Cheats. Ja, ja, die letzte Killcam ist richtig geil, haben sie gut gemacht. Sharing idea into the Spectator and Killcam would also be cool, because how many times have you asked yourself only to see a decked out gun with absolutely no idea what attachments they might have on it? I also think you should be able to spectate someone if you're in their lobby waiting for them while they're finishing up their game. I'm pretty CSGO hatte das damals. Daran kann ich mich erinnern. Ich habe jahrelang CSGO gespielt. Das war richtig cool. Da hast du immer gewartet, bis deine Teammates fertig sind und dann stand dort, hey, die sind gerade, es geht immer bis 16, die sind gerade bei, die spielen gerade 10:10 auf das 2 und dann hast du auf das Game draufgeklickt und hast Runden versetzt, damit du nicht Stream snipen kannst und denen halt sagen kannst, so mäßig, hey, da links und rechts ist einer, sondern es waren irgendwie 2 Runden dazwischen oder sowas. Hast du zuschauen können, wie die gerade die Runde spielen und hast jeden aus der Lobby spectaten können und sowas. Das war richtig cool. Das müsste auch geben, safe. Fand das auch, okay. The Spectator has always been a disaster, and the only real change we had to it was in Warzone 1 when we got the helmet cam. Warum gibt es diese Helmkamera? Wer zur Hölle möchte eine Helmkamera beim Zuschauen verwenden? Bitte. Like, who cares? Who's even asking wer? I'm tired of waiting 5 minutes between switching players. Just fix the Spectator. So what I mean by this is a place where someone can create a tournament and invite people to join it. As of right now, if you want to play Warzone tournament, it's all third party. I've competed in only one my whole life, which was a kill race where you pretty much had like a 3-hour window with your squad to play as many games as you could, and your best 3 would be your score. Das war geilstes Leben. Das war wunderschön damals. Wow. Du hast 3 Stunden Zeit, um so viele Kills mit deinem Dreierteam wie möglich zu machen und das Team, was am Ende am meisten Kills gemacht hat, kriegt halt den Preispot. Das waren die geilsten Turniere in Verdansk damals. Bis zu dem Punkt, wo dann herausgefunden wurde, dass die meisten Teams, die
top platziert haben, VPN verwendet haben. It factored in kills and placement, but Das was war halt unfair honestly wieder. such a pain to keep track of. One person had to be streaming just to prove no one was like faking it or cheating. You had to take pictures of your scores and send them to Discord. I don't know, it was all just kind of annoying to deal with and really turned me off from competing in any in the future. However, with this attribute I'm talking about, everything would be tracked for you. Not only this, but the creator could change settings like how much placement and kills were worth, what map it's played on, throw in a scoreboard, and maybe pledge some COD points up front that automatically go to the winning team. I think this also gives smaller creators, like me, a chance to interact with their community a little bit more. I would definitely be down to host tournaments for my community, and it would be a lot of fun to participate with them. It also gives players to grind something other than ranked as well. I would even be okay if they made me pay to host a tournament. I know that sounds stupid, but in theory, you can make it like a members-only tournament, so that means like people are paying you to play in the tournament. So in theory, they could have the whole like you're making money off of Call of Duty free of charge or whatever, which is dumb, but that is definitely a sacrifice I'm willing to make. For a AAA student, Das ist aber tatsächlich ein guter Call. Also so wirklich so ein Feature, wo du anständig Turniere machen kannst, sonst sind das alles Third-Party-Turniere und die sind immer ein bisschen weird und es ist immer so komisch, dass es kein Scoreboard gibt im Turnier und dass es alles nur private Lobbys sind, mehr nicht. Es ist kein Turnierformat, so ein richtiges Turnier. Und das müsste es einfach geben, mit so wirklich allem, was dazugehört. Mit einem Live-Scoreboard, mit einem anständigen Spectator-Modus, mit allem drum und dran. Das müsste es halt wirklich geben. Wir haben Warzone seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren gibt es Turniere in diesem Spiel. Seit 4 Jahren gibt es auch offizielle Turniere von Activision in diesem Spiel. Aber trotzdem kam dieser Gedanke bis jetzt scheinbar noch nicht, dass man da was Offizielles eventuell draus machen kann. Studio, a lot of these things that we've talked about are pretty inexcusable. We've kind of just accepted the bare minimum for a long time and it's become normal to us, which is just sad. The Spectator overhaul could be fixed in a single update, yet it's something they simply don't prioritize. They're just okay with mediocrity. On the other hand, features like the Warzone Portal custom match extravaganza might be a little too ambitious right now, but definitely something I would love to see in the future. At least start with just giving us a little more options in the private match right now. But those are 5 features I would love to see implemented into Warzone. Comment what you want to see in Warzone that isn't already. If you made it this far in the video, you must have... Ey, bei mir auch noch gern ein Like und ein Abo da lassen, ganz, ganz wichtig, das nicht vergessen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch noch fehlt, was ihr noch gerne in Warzone hättet. Mir würde jetzt auf Sponti nichts einfallen, aber ich schaue mir auf jeden Fall eure Kommentare an, würde mich sehr interessieren. Ich hoffe natürlich an sich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein.